Früher war das Spielen mit Überdämpfern immer ein Kompromiss. Entweder es hat nicht richtig abgedämpft oder die tiefe Lage oder hohe Lage rastete nicht richtig ein in der Trompete. Man hat kein gutes Spielgefühl gehabt, man konnte nicht richtig anstoßen etc. pp. Man ist also erste Schritte gegangen, kurzum. Und die Entwicklung ist natürlich nicht stehen geblieben, sondern ging weiter. Und jetzt habe ich hier drei wunderbare Überdämpfer. Zum einen den Pumphead, zum anderen den Practice Mute von SH und den allseits bekannten Whisper Mute von Christoph Berwind. Und ich stelle euch heute die drei Sachen vor, aber es geht nicht nur um diese drei Dämpfer, sondern es gibt auch noch Tipps rund ums Üben mit dem Überdämpfer, auf die du einfach aufpassen musst. Danach wirst du wissen, warum es manchmal mit offener Trompete dann nicht mehr so gut funktioniert, beziehungsweise was die Probleme sein könnten. Also, wir gehen erstmal ran mit dem Pumphead. Das ist der lauteste von den drei Dämpfern. Aber ehrlich gesagt, er dämpft auch so gut ab, dass meine gesprochenen Worte hier lauter sind als die gespielte Trompete mit Überdämpfer. Ja, und was spielt man dann? Man spielt letztendlich am Anfang, wenn man sich einspielt, erstmal gebunden. Man lässt die Luft fließen, geht in die tiefe Lage. Alles drauf, überhaupt kein Problem. Die Luft fließt frei heraus, ich habe überhaupt keine Einschränkungen oder ich habe keinen großen Widerstand, gegen den ich spielen muss. Es ist alles dabei. Jetzt gehe ich letztendlich auch nach oben. Also eingestrichene bis zweigestrichene Oktave, alles noch frei. Also alles drauf, ich kann bis zum C3 gehen. Auch oben drüber überhaupt kein Problem, der Dämpfer nimmt einfach alles auf, er dämpft wunderbar ab und auch wenn ich etwas mehr Luft reingebe, also gerade eben im Forte, der lässt die Luft gut raus, ist natürlich der Kompromiss, dass er auch der lauteste von den dreien ist, aber es ist ein wunderbarer Überdämpfer, man hat ein freies Spielgefühl, so wie es eben sein soll. Wir gehen weiter zum Practice Mute von SH Mutes. Sönke Vogelsberger steckt dahinter und den habe ich auch vor kurzem schon mal vorgestellt, ein wunderbarer Überdämpfer, der leiseste von den dreien. Man hat das Gefühl, der Ton ist immer noch rund, das gefällt mir sehr gut, also klanglich unglaublich gutes Gefühl, guter Sound auch mit dem Überdämpfer. Also alles da. Auch oben alles wunderbar dabei. Angestoßene Töne. Also auch hier überhaupt kein Problem. Ich kann rausblasen, ich kann rausgeben. Der Dämpfer regelt die Lautstärke runter und ich habe ein Gefühl, dass es einfach frei ist. Wir kommen zum Whisper Mute. Den habe ich auch schon mal vor etwas längerer Zeit vorgestellt, auch ein guter Überdämpfer. Man hat hier die Möglichkeit, so ein Stellrad zu benutzen, also auf geschlossen bzw. offen. Und wenn man mit der Trompete spielt, soll man das Rad eben auf offen spielen. Man hat hier auch verschiedene Ringe, also man kann diesen Dämpfer an seine Trompete, an den Trichter der Trompete anpassen, damit der eben gut sitzt, beziehungsweise man kann ein bisschen experimentieren. Man merkt man Unterschiede, wie ist die Ansprache etc. pp. So, jetzt gehen wir gerade mal ran. Also auch hier geht es frei raus. Ist oben ein bisschen lauter, aber immer noch absolut im Rahmen und bricht auch in keinster Weise aus, dass man sich Sorgen machen muss, dass die Nachbarn jetzt gleich an der Tür klopfen oder die Nachbarn im Urlaub jetzt unbedingt ihre Ruhe einfordern. Also eine super Sache. Wie gesagt, es gibt noch eine zweite Möglichkeit. Ich drehe jetzt das Rad zu und jetzt habe ich noch ein Buzzing-Gerät, also Mundstück auf den Whisper und jetzt kann ich auch hier meine Buzzing-Übungen machen. Also das heißt, ich habe zwei Geräte in einem, zum einen Überdämpfer, zum anderen Buzzing-Trainingsgerät und das ist natürlich auch eine super Sache, weil man hat nur die Trompete und ein Gerät und schon kann man auf unterschiedlichste Weise trainieren. Also es gibt immer das Problem, dass ein Überdämpfer ja dafür da ist, die Lautstärke runter zu regeln. Das heißt also, der Überdämpfer per se lässt weniger Luft durch als natürlich eine offene Trompete, ist ja klar. Jetzt haben wir das Problem, wenn man in einer gewissen Lautstärke spielen, wie zum Beispiel im Forte bis Fortissimo Bereich, da reagiert jeder Dämpfer etwas anders, man muss es individuell ausprobieren, kann es sein, dass ein großer Gegendruck entsteht und das führt dazu, dass wir unseren Hals eng machen, das heißt wir drücken da raus und versuchen der Trompete noch mehr Luft entgegenzusetzen, dadurch steigt der Gegendruck,
Ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Also immer dran denken, wenn man mit Überdämpfern spielt, Mezzoforte, Mezzopiano ist eine gesunde Lautstärke. Der ein oder andere Dämpfer lässt auch etwas mehr Luft durch, also Richtung Forte. Da einfach mal individuell ausprobieren, was da möglich ist. Achte aber auf dein Körpergefühl, dass eben nicht dieser enge Hals, dieser Druckpunkt zustande kommt. Du wirst es mir danken, wenn du dann wieder an die offene Trompete gehst, also ungedämpft spielst. Gibst du immer zu viel, gewöhnst du dich auch an dieses zu viel rausgeben. Du spielst dann offen, brutal laut, hast wenig Tonkontrolle, wenig Ansprache und du bist innerhalb von kurzer Zeit dermaßen K.O. auf der Lippe. Deswegen immer in der mittleren Dynamik spielen. Mezzo-Piano wäre so ideal, damit du eben auch sagst, okay, ich bin vom Ansatz her locker, ich kann was rausgeben, der Dämpfer macht seine Arbeit, reguliert die Lautstärke runter und ich kann auch im Offenen dann wieder mit der Trompete vernünftig spielen und auch vernünftig intonieren, klanglich anstoßen etc. pp. Der ganze Werkzeugkasten, der eben zum Trompetespielen dazugehört. Mein Favorit von diesen 3 Dämpfern ist schwierig herauszufinden. Der Pumphead ist in allen Lagen etwas lauter als die anderen beiden, hat aber dann dementsprechend natürlich ein unschlagbares Spielgefühl. Pluspunkt für den Pumphead. Klanglich finde ich den SH-Mute aber am besten. Er macht den Ton immer noch rund. Auch hier tiefe, mittlere und hohe Lage, alles dabei, alles drauf. Also da nehmen sich die 3 Dämpfer überhaupt nichts. Der Klang gefällt mir einfach von dem hier am besten. Und dann haben wir noch den Whisper Mute, das der Universal-Überdämpfer für Buzzing und gedämpfte Trompete. Auch hier über alle Lagen, alles dabei. Er ist vom Gewicht her der schwerste der 3, aber auch hier hat man nicht das Gefühl, dass die Trompete vom Trichter her nach unten zieht. Man kann es gut balancieren, man kann die Trompete sehr gut gewohnt eigentlich spielen und es soll ja eigentlich genau das sein, dass egal was man hier vorne reinsteckt, man seine natürliche trompeterische Haltung beibehalten kann, ohne dass die Trompete nach vorne unten zieht, der Ansatz sich verändert etc. pp. Also hier haben wir wirklich 3 unschlagbare, gute Überdämpfer und letztendlich kommt es auf dich an, dass du, wenn du mit Überdämpfern spielst, übst, einfach mal querbeet ausprobierst und eben deinen Überdämpfer findest. Die 3 habe ich bei mir zu Hause stehen, noch mehr, aber die benutze ich halt auch wirklich, den oft zum Buzzing, wenn ich unterwegs bin, da brauche ich dann auch nur Mundstück und den Whisper Mute und den Pumphead und den SH Mute, den habe ich immer in meinem Trompetenkoffer dabei, also wenn ich beim Unterrichten bin, nehme ich den gerne her. Der Pumphead steht hier bei mir immer am Schreibtisch und für meine Übertrompete zu Hause, also da gibt es unterschiedlichste Möglichkeiten, das einzusetzen, das macht jeder anders, aber egal mit welchen der 3 Dämpfern du spielst, ich spiele, alle 3 spielen sich absolut angenehm und unterstützen mich beim Üben, auch wenn es mal zu späterer Stunde ist. Das war's zum Üben mit Überdämpfern bzw. zum Üben mit diesen 3 Überdämpfern. Schreib doch in die Kommentare, wie das Üben mit Überdämpfern bei dir passiert, was du festgestellt hast. Das interessiert uns wirklich immer sehr. Dann ab damit in die Kommentare und letztendlich lass am Ende noch ein Like und Abo da. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompete spielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.